live. Jetzt geht es ab. Das sind hier mein Overlay. Oh Gott, ich glaube, das ist viel zu laut, die Musik. Oh nein. Nein, was mache ich gerade? Come on. Tut mir gerade leid. Ein bisschen. So. Perfekt. Ich kann schon mein Handy anstecken. Chaotischer Start wie immer. Ist doch klar bei unseren Streams. Der Stream kommt wie immer auf Let's Grotti online. Hat sich nicht geändert in den letzten Monaten, Wochen, Tage. Das wäre Scheiße. Ich ändere mal ganz kurz die Musik oder mache die Musik leiser. Weil wenn die abgeht, dann ist das nicht mehr lustig. Das war ja auch, was Apfel gemeint hat. Für mich zum Spiel, ich kenne gar nichts davon. Ich spiele zum ersten Mal HUMANKInd. Ganz schnell hier. Perfekt. Das Einzige, was ich zum Spiel gesehen habe, sind die Videos von Apfel auf unserem Kanal. Und das heißt nicht, dass ich das Spiel irgendwie spielen kann oder so. Discord-Nachricht. Ach, weil wir live sind. Ja, logisch. Yeah. HUMANKInd. Ich kann eigentlich auf New Game klicken jetzt. Bin soweit. Schauen wir mal rein. Oh, was ist das? Warum lädt das nicht? Warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Digga, warum habe ich keinen Anzug? Edgar ist ja mal. Ich weiß nicht, was hier standardmäßig eingestellt ist oder was ich jetzt hier einstellen sollte. Digga. Wait. Nehmen wir zurück zum... Ich habe keine Previous Games. Okay, das überfordert mich jetzt ein bisschen. Oh ne, ich will eigentlich gar kein so ein krasses Tutorial jetzt machen. Muss hier jetzt ein Helikopter vorbeifliegen? Ich bin jetzt schon überfordert bei dem Game. Ich habe 3 Spielminuten oder so. Ja, wir werden einfach mal hier schauen und keine Ahnung, was das hier alles zu bedeuten sollte. Difficulty Hamlet. Hamlet Piece from... Was bedeutet das alles? Ich keinen Plan, was ich hier mache. Was ist mit der Civilization hier? A nearly impossible challenge for leaders who want to truly test the governing metal. Ich will ja eigentlich jetzt hier nicht. Ich werde jetzt einfach mal hier Difficulty auf Hamlet lassen, ne? Weil ich keine Ahnung habe, was das bedeutet alles. Blitz. Finde ich schön schon wieder. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal alles so. Ich habe keinen Plan. Oder Apfel eingestellt oder so. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Ne? You can rename enemies and city. Wer kann
Armies. Ich komme nicht auf Enemies. Man kann Armies renamen? Geil. Ich habe jetzt schon Spaß. Ah, mir hat schon gesagt, das Bild ist übel cool. See, warum hat die blaue Haare? Das triggert mich. Kann man die... Okay. Ich halte mal dran. Da hinten reitet jemand auf einen Elefant. Das ist Hannibal. Hannibal. Legende. Da ist ein Astronaut. Gott. Soldaten. Finde ich schön. Hintergrund startet eine Rakete. Vordergrund da die Pyramiden. Ein Fußballstadion. Die haben hier an alles gedacht. So würden die Pyramiden aussehen, wenn die heute gebaut werden würden. Würden genau noch gleich aussehen. Allerdings wäre darum eine Stadt. Ungefähr so wie in Las Vegas. Ich glaube, in Las Vegas steht auch sowas wie eine Pyramide. Und oh mein Gott, lädt das lange. Ja. Läuft aber eigentlich ganz gut. Jetzt. A society, also, oh, nomadic tribe. Hier, das letzte ist. A society of nomadic hunter-gatherers living in temporary settlements. Okay, gefällt mir. Hä? Ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr erzählen. Apfel baut gerade den PC zusammen, kann ich sagen. Oder er baut ihn jetzt dann zusammen, keine Ahnung. Ich habe noch keine News bekommen. Gesagt, ich soll mich vielleicht am Laufenden halten. Habe ich nicht gesagt. Hätte ich tun sollen. Ich glaube schon. Junge, das Spiel nicht startet, muss ich halt scheiße labern. Ich habe nicht mal was zu trinken hier. Was soll das? Was mach ich denn? Was soll ich jetzt trinken? Muss ich jetzt ernsthaft nochmal aufstehen und mir Wasser holen? Das hätte ich machen können, während ich hier warte. Gott. Ist es da oben der Mond? Oder ist das der Mars? Oder ein Asteroid, der uns gleich alle umbringt? Ah. Kann ich schon was trinken? Also. Nicht, nein. Ich laber solche Scheiße, das ist nicht mehr normal. Ich hoffe, das lädt mal, sobald es einmal geladen hat, nicht mehr so lange. Aber es sollte es auch nicht. At sub-zero temperatures in a vacuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first 4 billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page turn. But then, over time, the amino acids bond together and things start to get interesting. And a bit drier. A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. How far will you push humankind? Ich bin so hyped. Here is where it begins. The future that you carve through force of will and a bit of luck out of the raw stuff of planet Earth.
alliances and enemies, wealth and danger, power and penury. May you leave the greatest mark. Okay. Welcome to Humankind. Welcome to Amplitude Studios Humankind. This is the beginning of your journey that will see you leave your mark on history. New to strategy games, daunted by the idea of learning the mechanics? Don't worry, we've got you covered. This hint is the first in a series that will help you to get started. You only need to understand a bit of everything to have fun. With time, you will come to master the most advanced mechanics. For now, keep calm and follow the hints. Was gerade ein Chat oder was ist da gerade aufgeploppt? Neolithic Goal. Your first objective is to survive the Neolithic era and earn your first Era Star. Era Stars measure your achievements in the game. We will cover them in more detail soon. Movement points. A unit, and by extension, an army, has a certain number of movement points to spend each turn. This panel shows information about the selected army, name, status and strength, as well as available actions and composition. An army has a limited amount of unit slots, which are displayed in the composition section. Take some time to familiarize yourself with what your armies can do for you. We will cover this in more detail soon. Moving army. To move an army, select it, left mouse click, press the move button, left mouse click, in the army panel, and then select the destination tile, left mouse click. Alternatively, you can directly select the destination tile, right click instead. This is the first way to play. Moving to the destination tile might take more than one turn. The number of turns is shown on the ground. Keep an eye on your armies. Movement points will be replenished when ending the turn. Okay, das ist ja schon mal ganz gut. Oh, camera movement. Use left mouse click to drag the world map, or use right or left, up, down to pan the camera over the map. Ja, gut. Gut, entweder so oder so. Und dann können wir noch zoomen. Das ist nur so ein kleiner Fleck von einer viel zu großen Welt. Warum sind die so verschwommen? Was geht denn ab mit denen? Ich kann vier Felder gehen. Ich will nach da unten. 1, 2, 3, 4. Oh, was machst du denn das noch extra? Ending a turn. Humankind is played in turns, just like a board game. You would play with your friends. Expect that every player carries out the actions simultaneously. There's nothing else you can do in this turn. So press the end turn button to continue to the next turn. Okay. Muss ganz kurz unterbrechen, weil ich vergessen habe, dass ich noch was machen muss. Und wir sehen uns dann jetzt hier in ein paar Minuten wieder. Oder Minuten wird es nicht dauern. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder.
Okay, es hat doch ein bisschen länger gedauert und ich bin auch noch gar nicht ganz fertig. Wir warten noch auf eine Rückmeldung. Was brauche ich jetzt hier? Das brauche ich da. So rum. Krieg gerade eine Rückmeldung. Toll. Oh, es regnet. Oh lol. Soll gar nicht darum gehen, das ist so scheiße. Ah, ja. Muss ich das nochmal ganz kurz probieren? Das. So. Psst. So. Ach komm. Muss ich das jetzt drucken? Ja, muss ich. Microsoft Print PDF. So, auf dem Desktop. Braucht noch einen Namen. Und haben wir es auf dem Desktop. Wo ist es? Da ist es. Oh, okay. Mal von vorne. So. So rüber. Dann muss ich das wieder Vollbild machen. Hängen Sie die Seite auf. Oh mein Gott, ich werde noch wahnsinnig. Hätte ich es doch davor gemacht. So, dann drehe ich es nochmal schnell. Du nicht, ich brauche ihn nicht mehr. Ich brauche allerdings dich. Ich würde dich ganz gerne drehen. Perfekt. Wenn ich das jetzt schließe. Wann ist dann gespeichert? Natürlich nicht. Ich muss drehen und speichern. Äh. Will mich verarschen? Das hat wieder nicht gedreht. Oh mein Gott, ich werde noch wahnsinnig. Okay.
ein letztes Mal. Muss ich hier nochmal ganz kurz den Chat suchen. Der ist da. Gehe ich hier nochmal raus. Oh mein Gott, es tut mir gerade so hart leid. Wollte ich doch Gameplay zeigen und nicht werde ich hier gerade meine Privatprobleme. Und abschicken. Und meine Ruhe haben. Finally. Yeah. Jetzt gibt's mir ein bisschen Humankind Gameplay. Food Curiosity. A food curiosity, ich hasse es. Harvest it to progress towards gaining a new unit and completing the growth era star. Simply move an army onto the curiosity tile to harvest it. Nein, darüber. Delicious. Delicious. Next time, it might be better if you washed it first. Oh. Food meter. Gather food to grow your population. Every time the food meter is filled, a new unit is added to your army. Curiosity collected. You found a curiosity, not providing plus 10 food on hunting party. Mein Gott, ich soll aufhören, Sachen leise zu lesen. A new turn has begun. Your army's movement points have been refilled, so they can move again. Geht mal nach da unten, ne? Perfekt. Turn. Turn 3. Jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. Das ist noch so ein Food. Ah, schaffen wir den Turn nicht mehr, schade. Ein Turn. Curiosity collected. You found a curiosity. Freshwater harvest providing plus 15 food on hunting party. How to break up armies. You can break up armies, which is useful to explore the map faster in the early stages of the game. Select an individual unit, left-click in the army composition section of the army panel. Press the transfer button and then select the destination tile or army. Natürlich. Before you choose to attack an army, wild animal, or city, you can preview the balance of the power between the two armies. In order to do so, select the attacking army, left-click, and hover over the defending army. However, slightly longer to preview the battle area and development zones. Machen wir. Wir sollen angreifen. Battle objective: attack. Prepare for your first battle. Victory will be yours if you eliminate all enemy units. Otherwise, the defender will win by default. The battle is about to begin. You can still retreat. Left-click if you feel victory is out of your reach. Otherwise, press the manual battle button, left-click, to enter the unit development phase. Note that you can also instantly resolve the battle. In this case, the computer will play in your stead, which can be useful to quickly resolve battles that you are sure to win. On the other hand, you may want to manually resolve battles that you are not certain you will win. Select the option you wish to go for.
Waiting for okay. Units are waiting for your deployment. My gods. Deployment phase. The colored tiles represent the deployment zone of both armies within the larger battle area. Deployment is key to maximizing the potential of your troops. You will progressively learn what parameters should be taken into account. For now, pay close attention to elevation and attack range. You will always strike much harder if attacking from a higher position. Okay. Deploying your troops. In order to move a unit onto a different deployment tile, select the unit and then the destination tile. If you select a tile with a unit on it, the units will switch position. When you are happy with their deployment, press the end button, deployment button. Ja, ich glaube, ich bin damit ganz zufrieden. To order one of your units to move, select it, then select the move action in the battle management panel, and finally select the destination tile. Alternatively, you can directly select the destination tile with right click instead. This is the fastest way to play. Note that the unit can only move once per battle round, regardless of whether it consumes all its movement points or not. Attack order. To order one of your units to attack, select it. Then select the attack unit action in the battle management panel and finally select the unit you wish to attack. Alternatively, you can directly select the unit you want to attack with right click instead. This is the fastest way to play. Note that you can issue another attack order without waiting for the previous one to complete. Battle rounds. A number of battle rounds is played every turn. The number of remaining turns and rounds can be found in the top panel. Okay, wir werden jetzt hier mal die Angriff. Attack range. The attack range of a unit defines how far the units can attack. Wo steht das? Da, 1. Okay, attack den mal. Okay. Ich find's krass, wie verschwommen die sind. Das macht mich so fertig. So waiting for your orders. Ja, man greift nochmal an. Sollten wir echt den haben jetzt. Ja. Easy Snack. Hund at Kuma. How to gain era stars? There are 3 ways to gain your first era star. Either increase your population, gather science from science curiosities, or hunt down animals. In order to gain units and increase your population, gather food through hunting wild animals and foraging food curiosities. Counters measures your progress in the Empire banner in the upper left corner of the screen. Hover over them to get more details. These people are your people, your tribe. In the context of the game, however, a group of units occupying the same tile is called an army. Whether it simply explores, defends its position, or attacks an enemy. Every empire has traditions and customs that can spread from territory to territory. In humankind, this propagation is known as cultural influence. Or influence. There are many ways you can earn or spend influence in the game. In the Neolithic era, earn influence by hunting or discovering science curiosities. You can then use influence to found your first outpost and take control over territories. Cool. Battle report. The outcome of the battle is displayed on the battle report. You can get more details by selecting the panel.
Your tribe has enough influence to found its first outpost. Outposts are crucial to the development of your early empire because they allow you to claim territories outlined by white dotted lines on the map. Jawohl, wir haben noch 5 Food rausbekommen, das ist immer lecker. Kann ich mit euch noch was machen? Mit euch kann ich nichts mehr machen, den können wir nicht schließen. Bitte. Ja, könnt auch nichts mehr machen, also enden wir den Turn. So, Outpost. Wo? Ich finde hier im Waldgebiet, also eigentlich so da oben, finde ich's nice. Ich schick mit dir einfach mal dahin, was ist das? Just because a culture died out doesn't mean it wasn't worthy of study. Your tribe just gained science from investigating a curiosity. Fill your science meter to earn the knowledge Arrestor. Lol. Als ob wir da jetzt random was gefunden haben. Ich könnte man mal da runtergehen. Events. Events will occur during the game based on how you play and how you shape your empire. It is up to you to choose how to respond to these historical challenges. Carefully review the proposed choices and make the best possible decision for you and your people. Select here to see more about the event. A world aflame. In the distance, a thin call of smoke cuts up into clear blue skies. Fire. Calling a few tribesmen, you run closer. The smell of cindered bark and burning pine growing stronger with each footfall. You spy dancing flames and suddenly find yourselves on the edge of a settlement on fire. Many of these structures are ablaze, but even with the smoke and flames, you can see these abodes are marvels of craftsmanship. You are about to direct your men to put out the fires with loose soil. Then you see short-shadowed figures running away. Youth. They could become part of your tribe if you give chase now, but that would mean losing these secrets of construction. What is your choice? Oh mein Gott, das ist jetzt schon zu hart für mich. Chase, raw numbers will help us more than building techniques at this time. New army refugees next to hunting party. Understanding how to build stronger settlements will be vital in the future. Minus 25% on city defense research costs. Oh mein Gott, Digga, warum ist das jetzt schon so hart? Ich weiß, ich werde es mir das durch den Kopf gehen lassen. Ich werde mir jetzt aber erstmal was zu trinken holen, weil ich kippe gleich um. Das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Also, wir hören uns gleich wieder. Lass euch wieder alleine. Äh, bis in 2 Minuten.
So, da bin ich wieder. Für die, die es interessiert, ich habe mich für was entschieden? Das Lebensursprung. Ähm, und werde mich jetzt. Haben wir jetzt auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Nach einem genüsslichen Schluck hier werde ich die Entscheidung treffen. Und zwar war das. Okay. Es wurde vorhin schon gesagt, dass im Anfang mehr Truppen besser sind, um die Welt schneller zu erkunden. Deswegen werde ich mich für die Flüchtlinge entscheiden. Also Chase. Und wir haben jetzt hier eine neue Truppe. Warum ist die aber da oben gespawnt? Das sind die Refugees. Animal Sanctuaries. Okay, cool. Geht ihr mal nach da. Dann können wir den Turn beenden. Okay. Culture shows. The nomadic tribe reached the ancient era with the Mycenaeans. Tutorial video. If you're struggling with any mechanics or notion in the game, make sure to check out the tutorial videos. Brauchen wir nicht. Okay. Hier gehen wir nach da oben. Und wir werden hier einen Outpost machen. Claim Territory. Found a new outpost in any neutral territory consumes all the army's movement points. Also volatile to. Nein, ich dachte, ich kann das machen. Okay. Wenn wir das da machen, würde ich sagen. Ah, goddammit, ich dachte, ich bin schlauer als das Game. Schade. Geht jemand nach da oben, Alter? Oh, Curiosity collected. Das freut mich. Jetzt habe ich natürlich da unten das Essen nicht geholt. Komme ich da hoch? Nicht ganz, schade. Aber dann können wir uns das Essen holen. Nächste Runde haben wir dann gleich. Oh, cool. Ein Turn. Gut. So, haben wir das da. Wild Berries. Nice. Ja gut, ihr holt euch das da. Können noch zwei gehen, also geht jemand nach da oben. Während ihr Rocky Field. How to break up. Ja, ich weiß, wie man Armies breakt. Ich habe nur nicht mitbekommen, dass wir eine neue Army haben. Digga, was ist das? Rocky Field. So, ihr macht jetzt da das erste Settlement. Ja! Was für Kuma? Okay, egal. Egal. End turn. What?
Oh, warte mal, was ist das? Okay. Battle objective defend. You are under attack. Victory will be yours if you can survive until the end of the battle, or if you eliminate every enemy unit. This is the defender's flag. This tile can be captured by both sides by moving a unit onto it. If the attackers control it at the end of any turn, then they immediately win. Battle instant resolution. Both sides agree a battle can be resolved instantly, rather than being manually played. Nee, wir spielen schon manuell. Wäre mal gut, wenn ich überhaupt die Gegner sehen würde. Nee, warte. Warum ist das nur eine Armee? Wo ist unsere zweite hin? Oh, das macht mir Angst. Chill mal da hinten. Ach so, lol. Okay. Digga, hatte ich gerade Angst. Okay. Komm, tötet den Bären. Greift jetzt den Bären an. Okay. Nehmt ihn auseinander, Digga. Den reißen wir in Stücke. Wie er wieder versucht anzugreifen und dann stirbt. Schön wäre es noch, wenn man bei den Units was erkennt. Yeah, easy snack. Digga, es regnet gerade richtig krass. So, wir haben sowas von denen auseinandergenommen. Nature forbids us. Hä? We move. So, gut. Ihr könnt ihr echt da runtergehen? Ja, könnt ihr. Bin ich mit das da? Bin ich das mal nächste Runde? Bin ich mit das da? Ja, eine neue Curiosity. Okay. Den fehlt mich immer noch. Okay, das sind halt. Okay, so in diesem Gebiet sind dann die aggressiveren Tiere, wie jetzt der Bär, der uns angegriffen hat. Dann würde ich sagen. Ja, da unten bei Kuma, Jungs. Gehen wir ganz kurz nach da vorne und hole euch das Food. Machen wir Nuts. Und dann können wir eigentlich wieder Richtung Hause gehen. Und One Idle Army. Welche Army ist noch idle? Dieses? Eh nicht. Oder eine von den unteren zwei sein. Die Halbtote? Nein, die andere hat doch auch nichts mehr. Tatsache, die hat noch einen Punkt. Ja, ist die ganze Zeit verarscht. This way. Move die mal nach da unten. Ich hoffe, dass die da so aus dem Gebiet raus sind und nicht mehr von den Bären attackiert werden, weil ansonsten sind die tot. Turn 8. Vault Deed Locked. Wonderful Great Blue Hole. Has been locked by another empire. Okay. Wait. Das sind aber nicht die Dinger, oder?
Digga, aber die Tiere stellen sich halt auch so hin, so, yo, bring uns endlich um. Los, tu es. Weil wir wissen, du willst es. Ich drücke auch dreimal die falsche Taste bei 3 verschiedenen. Will euch aber nicht angreifen lassen. Jetzt müssen die da außen rumlaufen. Sehen wir uns schon. Okay, ihr Refugees. Ihr nehmt mal den da oben auseinander. Ja, easy Snack. Gehen wir wieder nach so vorne. Hallo. Kann ich nicht mehr gehen? Ich kann wirklich nicht mehr gehen. Lol. Okay. Und hier kann ich mir das da anschauen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, hier oben einen Outpost zu machen. Vielleicht noch nicht. Gehen wir weiter Richtung hier unten. Sollten die keine Movement-Punkte mehr haben. Dann haben wir noch die bei unserem Outpost oben. Okay. Oh, Lost Souls. Your scout comes to you breathless from exertion. Between gasps, he tells you that he spied another tribe not far ahead. He leads you on, then after giving a stop signal, you drop to your bellies and crawl forwards in the bush. Ahead, a young woman, no more than 13 summers is leading a ceremony. Her audience a dozen or so equally young or younger tribesmen, many are crying, and then you see the bodies laid out. You understand they are in mourning. You know what you must do. Welcome. These children need care and shelter. We will be their guardians, and they will become our tribe. New army, growing tribe next to hunting party. Chances of triggering another narrative event. Withdraw. They could be sick or cursed. We will make haste from this place. Digga, sind wir hier jetzt ein Flüchtlingslager? Machen wir jetzt hier einen auf. Yo, kommt alle rein. Natürlich machen wir sowas, weil das sind Kinder. Wir haben alles verloren. Era Star unlocked. The Growth Star has been earned. A cultural milestone. Ich glaube, im Wasser fast. A cultural milestone. You have unlocked a Neolithic era star, allowing you to move to the ancient era and choose your first culture. This will provide you with bonuses and unlock new gameplay possibilities. Press the Empire button, left click in the Empire banner, and at any time to access the culture selection screen. Okay. Fame. Fame rewards the deeds of your tribe as tales of their accomplishments echo through the wilderness. In the Neolithic era, gain fame by discovering natural wonders or earning one of the 3 possible era stars. Population science hunting. Earn as much fame as possible to leave your mark on history and win the game. We will cover fame in more detail when you reach the ancient era. Ich will das jetzt aber noch nicht machen, eigentlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Pflicht ist, ob ich das machen muss. Ihr habt auf jeden Fall noch 4. Geht mal den da umbringen. Growing Tribe.
Ja, ich weiß schon, dass ich meinen ersten Era-Star gewonnen habe. Dennoch will ich eigentlich noch nicht. Gut, die haben keinen Punkt mehr, die haben keinen Weg mehr, die können nicht mehr gehen. Können die noch gehen? I know! Wir können nicht gehen. Ihr könnt aber noch gehen, ne? Könnt ihr ja wahrscheinlich nicht mehr angreifen. Alter, jetzt habe ich lange genug ignoriert, dass das Spiel es mir einfach ins Gesicht klatscht. Enter a new era. You've earned one era star and may now choose a new culture for the next era. Evolve your civilization with a new culture for the next era. Ja gut, dann mach ich's halt. Mein Gott. Culture selection. Historically, empires have grown from both their idiosyncrasies and the diversity of cultures they have encompassed or come in contact with. In humankind, you get to combine cultures to create your own empire, with more than 1 million possible combinations. There are the cultures you can choose from. For the ancient era, take some time to browse through them at your own pace, then select one of them for more information. Culture details. This icon represents the culture's affinity. There are 7 affinities in the game. Aesthete, agrarian, builder, expansionist, merchant, militarist, scientist. We will look at culture details more closely on the confirmation screen. Take your time to familiarize yourself with this first set of cultures. Assyrians. The tallest blade is the first to be cut by the scythe. Rape Master. +1 land movement speed on units, +5 combat strength bonus when ransacking on armies. Dunu. +2 influence, +10 district fortification, +1 combat strength and combat for your units in or adjacent to the district. Is land unit spawn is fortified. Okay. Sieht immer ganz interessant aus, die Assassins. Babylonians. Where the mind can see, the physical body can follow. Brilliant philosophers. Meine Güte. +2 science per research technologies on capital. Astronomy house, -10 stability, +3 science per adjacent farmers quarter on city or outpost, +1 food per research, +1 science per research, +1 research slot. Count as farmer quarter, count as research quarter. Egyptians. The seed cannot sprout upwards without also sending down roots. Grand planners, +1 industry on tile producing industry, -10% on district industry cost. Egyptian pyramid, +1 influence, +3 industry, -10 stability, +3 industry per adjacent makers quarter. +1 worker slot on city or outpost, count as markers quarter. Hairpins. In 1 drop of water are found all the secrets of life. Fertile inundations, +1 food on tile producing foods, +1 food on river. Canal network, +3 food, -10 stability, +3 food per adjacent farmer quarters. +1 farmer slot on city or outpost, count as farmer's quarter, is considered as a river. It is. Our charioteers must train for many moons before entering battle. Lust for war, +1 combat strength. A war automatically upgrades regular outposts, can be used as a land spawn point for neighbor cities. This land unit spawn is fortified.
Nubians. Anything under the sun can be exchanged for enough gold. Golden Dreams. +5 money on luxury resource deposit. +5 money on strategic resource deposit. Marrow Pyramids. +2 industry, +2 money, minus sensibility, +3 money per adjacent maker's quarter, +1 trader slot on city or outpost, count as market quarter, count as maker's quarter. All lamps, all that was and is and will be is written in the stars. +1 influence on territory, +1 all mech heads, +1 influence, +3 food, -10 stability, +1 influence per adjacent farmer's quarter. +1 farmer slot on city or outpost, count as farmer's quarters. Oh, Phoenicians. Unlike the lands, the seas give the merchant no obstructions. +2 money per trader on city or outpost. Haven. Okay. Minus stability, +10 money per adjacent coastal water, +2 money per adjacent lake, +1 trader slot on city or outpost, replaces harbor, count as farmer's quarter, count as market quarter. Is naval unit spawn allows units to embark without any movement points cost. Und Sue, das was Apfel gewählt hat, das werde ich also nicht wählen. Judge not an empire by the strength of its armies. Harmonious thought, +2 stability on district. Confucian school, +8 stability, +1 science, +1 5 science per adjacent mountain, +1 research slot on city or outpost, count as research quarter. Okay, das kann ich ja nicht wählen, das wurde schon gewählt, das brauche ich mir gar nicht richtig anschauen. Das hat mir eigentlich schon richtig gefallen. Aber die sind alle irgendwie gut. Auch Babylonians, das könnte ich auch wählen. Ich glaube, dass ich die Babylonians wählen werde. Weil das wäre auch cool für Nikians, aber ich weiß nicht. Ich werde Babylonier. Culture details. This is the culture's legacy trait, a gameplay modifier that will remain active until the very end of the game. Each culture has a different trait, and traits will add up as you progress through eras and combine more cultures. Finally, an emblematic quarter and an emblematic unit, both of which can only be built by this culture. Bear in mind that both might require a given technology and or particular resources to be built. However, over the thumbnail illustrations to learn about hover, mein Gott, dass ich immer however lese. Illustration to learn about any potential prerequisites. Das ist das, was ich schon gelesen habe. Culture details. Take some time to hover over the different elements and familiarize yourself with the above notions. The amount of information might look staggering at first, but after a few games you will understand all of it. In your early playthroughs, we suggest you play the cultures that feel right and appealing to you, and don't overthink cultural selection. Once your choice is made, press the confirm button. Your culture choice will become effective at the end of the turn. Okay. I guess. Wenn dieser Dreckstraktor mal vorbeifährt, werde ich jetzt so ein Babylonier. The challenges of a young civilization. It's hard keeping up with the neighbors when you have the wheel and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes.
you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. This means more than just markets for the Babylonians. It's also the beginning of mathematics, astronomy, and a set of codified laws that I wouldn't want to be caught breaking. Okay. Very schön. Onward to a new era. A major step for you and your civilization. The rules for earning fame have changed now that you've left the Neolithic era. The empire with the most fame will win the game, so it's important to know how to earn it. You can enter the empire screen to see your current objectives. Era stars and fame. Era stars and era specific objectives that earn you fame. You need to obtain at least 7 era stars to unlock the option to progress to the next era. Und wie kriege ich die? Oh, Scientist's Affinity. Gameplay orientation focused on science and research. Scientist empires receive more fame when earning Scientist era stars. Okay. Like your friend by performing remarkable feats. At the end of the game, the winner is the one who's left the biggest mark on history. Ach, da wahrscheinlich. No technology selected. One of the elements below to select one of the elements below. Okay. Ich will gerne mal hier rein. Hab voll auch mit dem Kalender angefangen. Ist, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Was habe ich da jetzt weggeklickt? Da bin ich geistig abwesend. Mein Gott. Technology queue. You are free to select as many technologies as you wish. They will be queued and researched following the order in which you selected them. Selecting a technology further down in the technology tree will create a path through the tree that queues the technologies leading up to your goal. You can cancel any technology research and at any time by deselecting it. As you progress, you will earn to tweak the technology queue to adapt to different gameplay situations. Okay, wir haben hier sehr viel. Wir können Teppiche machen! Oh mein Gott! Ne, wir haben eine Carpentry. Wir können hier Teppiche machen. Ich dachte gerade, da geht es um Teppiche. Geht aber nicht. Ja, hier gibt es halt so viel, das ist so krank. Also Writing wird halt enorm wichtig. Da gibt es alles irgendwie. Ja, gibt es alles irgendwie Technologiepunkte. Ich will halt irgendwie alles haben. Also wir müssen halt eigentlich mit Kalender anfangen. Dann will ich gleich weitergehen auf the basic understanding of how the seasonal flooding of a river can be better controlled. Water is no longer a matter of only for the gods. Das nehmen wir mit. Domestication. Und dann will ich schon auf Writing. Writing und Wheel. Das unten erstmal auslassen. So, ja, wie viele Tage, wie viel dauert das? Keine Ahnung, erfahren wir nicht. Now that they are living in permanent settlements, villagers want to track the changes of season and progress. Okay. Wir haben hier oben schon unsere Stadt. Oder Outpost. Your first city. You are now ready to build your first city, the capital of your empire. Select the outpost you wish to grow into a city, then select a... Was ist das denn? Bär? Wish to grow into a city, then select a wolf city to outpost in the city. And outpost panel. Creating cities costs influence, but your capital comes for free. Take some time to determine the most strategic site
In particular, pay attention to the resources production of nearby tiles and the nature protection offered by the terrain. Ich finde schon, dass es gut ist. Deswegen werden wir es gerne machen. Ja. Cities are the beating heart of your empire. Manage them well to see your civilization thrive. Cities are where you construct districts, infrastructures, military units, shared projects, wonders and holy sites, as well as public ceremonies. The moon icon on the city pin indicates that your city is currently idle. Cities cannot be idle at any given time during the game, so you will have to start constructing before you end the current turn. Okay. The city and outpost panel allows you to manage your cities. Okay. However, hover over the population, fortification, and district icons at the top for an overview of your city's development. Take some time to scroll through the construction list and hover over constructions for more information. We suggest you start with constructing a district. Technology unlocked. Technology has been unlocked, and your scientists will soon research new ways of fulfilling your strategic dreams. War ich zu schnell fürs Game? Yeah. Was wollen wir bitte mit Babylon? Wir sind zwar Babylonier, aber die Stadt muss nach einem großen Helden benannt werden. Yeah! GG City. Okay. Fast Technology. Scientific... Willst du mich verarschen? Scientific research will play a key role in the development of your empire. The scientists will never cease to research the secrets of the world. So just like your city, they can never be idle. New technologies will open new realms of possibilities. New districts, infrastructures, resources, extractors, and units. New means of transportation, new weapons, gameplay rules, and bonuses. Die bringen doch Speed. Sharing knowledge with neighboring smith is second nature to the craftsmen of this dirty, noisy, dangerous, yet vital quarter. District placement suggestion. The game automatically suggests tiles with the optimal resources output for you to place your district on. On the suggestion pin, you can see the amount of resources gained on top and the amount of resources and stability lost below. We will cover stability shortly. For now, it is the best you follow these suggestions. Hovering over the suggested tile will let you know more about how district resources output is calculated. A new district must be placed next to an existing one. As this is your first district, it has to be placed next to your main plaza. Geht es darum nicht. Okay, das ist dann doch... vielleicht doch nicht optimal gewesen.
Oh, die Stadt ist nicht optimal. Das mit reinpressen. Oh, das tut weh. Construction cost. Congratulations, your first district is under your construction. As you can see in the construction queue, the construction will take a number of turns to complete. The more industry your city produces, the fewer turns it will take to finish. You can check the number of turns remaining at any time in the construction queue. Note that you can ditch the construction at any time by pressing the trash button. Wende 1. Da waren wir 2. Müssen wir das so machen? Das war natürlich jetzt nicht großartig überlegt von mir. You can change the order. Ja, habe ich gerade gemacht. Okay, unsere Stadt ist schon mal nicht idle. Unser Gebiet reicht hier. Also ist hier. Zack, das geht nach da oben. Also schaut ihr doch mal Richtung da oben. Vielleicht wollen wir auch noch mal ein neues Settlement machen. Vielleicht sogar hier oben. Ransacking. You can ransack animal sanctuaries, outposts, and city district. Select the ransacking action in the army panel and then the tile you wish to ransack. Ransacking might take a few turns to complete, as indicated in the counter above the ransacked tile. Oh nein, ich wollte nicht. Hier oben wäre halt eher optimal für Industrie. Jungs, können die hier einen Outpost machen? Ja, nee, da habe ich wieder vom Berg. Jetzt wieder beruhigen, denke ich. Okay, das kostet wieder, das dauert wieder 3 Turns. Währenddessen könntet ihr mal weiter Richtung nach da unten. Könnt auch, könnt nicht mehr. Wir haben da unten noch eine Party. Wo sind denn die schon ganz? Gehen wir so diesen kleinen Bergpfad da weiter. Vielleicht wäre das auch nochmal was. Irgendwann für einen Outpost oder so. Was ist da? Oh, wir haben einen anderen Stamm gefunden. Ne? Oh, ich bin in ein Gebiet eingebrochen. Count chosen. Oh, ein Vorgeschmack. Achievement? Sehen nicht. Culture chosen. The monomadic tribe reached the ancient era with the Harappans. And now you've met the Mycenaeans, let's hope relations go well. Their forts are rather formidable. Stadt.
gehen wir wieder nach hinten, gehen wir wieder zurück raus. Greetings, Sovereign. Do you too believe that there is no limit to how high humanity might soar? Digga, was bin ich, Alter? Was steht da eigentlich? Ich konnte meinen Charakter nicht customizen. Wenn es der überhaupt ist, weiß ich nicht. Welcome to Humankind's diplomacy screen. This is where you will manage all diplomatic relations with foreign empires. As one of those gameplay systems which might seem complex at first, bear in mind that it takes everyone a few games to understand and master its subtleties. By the leader you want to be, find allies, trade resources, sign treaties, or declare wars. Let's take a quick tour of diplomacy key indicators and interaction tapes. Diplomatic relation state. First thing first. Headlining the diplomacy screen is the diplomatic relation state. Each empire has a relationship with every other empire in the game, and this relationship is defined to a great extent by its current relation state. Hover over your current diplomatic relation state to view what diplomatic abilities are available in this state, and which are not. War support. War support represents your population's animosity against a specific empire. It is the fuel for war. Your people's morale will be broke if you run out, and they will force you to agree to surrender. So, more on war support and its role in surrender terms, if and when you declare war. The Relations tab is the default tab when opening the diplomacy screen. Here you can use diplomatic abilities such as surprise war or propose alliance. These abilities evolve following your diplomatic relation state. Also, you can view each empire's relations next to their avatars. Das war's. Okay, relations unknown. Wir werden einfach mal uns vorstellen. Enchanted. Do you too believe that there is no sacrifice too great for the needs of an empire? You're at peace with my scenes. Surprise war! Relax. Let us speak honestly. Oh, ich glaube, das ist nicht so erfreulich über unsere... ja. Ihr wisst schon. Sollen wir mal eine Alliance vorschlagen? I have a proposal. A lost opportunity. I refuse your proposal. Wow. I see. Die können mal aufhören, hier so dumm wackeln. Trade tab. If you know the position of a tile containing an exploited luxury or strategic resource, you can buy access to this resource if it belongs to an empire with which you can trade. We will cover trade in more detail soon. Treaties are additional accords added on top of a state of peace or alliance. Adding on removing one or more diplomatic abilities on both sides of the relation. By default, you start on the left column of treaties and will progressively work your way to the right if you decide to deepen your ties with the empire you are dealing with. We will cover treaties in more detail soon. Okay, ich glaube, wir können hier noch nichts. Ich will hier noch nicht groß machen. Diplomatic beginnings. You have just met another empire. Will they become friends or foe?
From now on, you can manage your relations with them through diplomacy. Simply select the diplomatic icon in the upper part of the screen. Ja, das habe ich ja gemacht. Okay, wir haben hier noch Two Idle Armies. Welche? Oh Gott, geh auch mal ein bisschen. Du bist es noch. Oh, cool. Forest increased. Follow me. Okay, wir sind hier im Wald. Okay, die können auch noch mal 4 gehen. Und ihr könnt doch 4 gehen. Ich dachte, weil die den Aufbau schon gemacht haben. Nehmen wir den auseinander. Oh, wir sind schon eine Runde weiter. Okay, understand. Snack. Und wir können weiter zoomen. For One Idle Army. Hä? No mercy. Ja, dann tötet sie. Oh, wir haben echt viel verloren. Lebenstechnisch. Once you have a city and in your turn, you will advance any ongoing construction and you will earn more films resources. Oh Gott, die sind ja fast tot. I guess, macht mal einen Abstecher in die Hauptstadt. Population gain. Great Grotti City. City's population has gained 1. Oh! Bruder! Tu's nicht. Tu's nicht. Du kannst Bune nicht angreifen. For your families. Oh Gott, wir haben echt viel verloren. Okay, wegen Supplies kriegt die Leben dazu. Oh Gott. Was ist da? What do you say to this appealing proposal? A trade treaty. Was? Answering treaty proposals. Intriguing. Ja, ich lese doch gerade. You just received a treaty proposal from another empire. You can either accept, refuse, or counter the proposal. Note that refusing the offer will increase the other empire's war support. Countering means that you are willing to accept the proposal if they add a fixed amount of money. However, my God, hover over the counter button to see how much money you will ask for the other party. The Mysians have just proposed an improvement to our relationship. Sign the treaty that this empire is proposing. Diplomatic abilities update. Empires can only trade luxury resources between each other. Ja, nehmen wir an. Der auch richtig. I can live with this. Accepted. What a wonderful event. Ja. Wir haben noch nicht mal Schrift entwickelt.
können aber diesen Vertrag unterzeichnen. Wie komme ich hier wieder raus? Oh, das ist kurz. Okay. Wir haben noch ein paar Idle Armies. Ihr seid jetzt nicht. Ihr chillt erstmal. Hier geht's mal weiter. Kriegt da auch mal ein bisschen Leben. Ihr könnt weiter nach da unten gehen. Aha. Okay, da oben ist auch Meer, das gefällt mir schon mal. Ich überlege gerade, ob ich da einen Outpost machen will. Hier hinten bei dem Webzeug. Ich guess wir uns machen. Nee, warte. $70 Influence kostet mich das. Da kostet es mich keine 70. Aber ich bin eigentlich da. Nee, ich bin eigentlich da oben. Dann lassen wir das nochmal. Ich schaue nochmal nach da unten. Den Platz will ich mir merken. Ihr habt ja unsere Stadt verteidigt mit allem, was ihr hattet. Das ist schon mal gut. Ihr habt eine neue Zivilisation entdeckt. Werde ich aber da jetzt erstmal verziehen. So, wie sieht es bei unserer Stadt aus? Haben wir noch Idle? Ne, wir haben nichts Idle mehr. Ja. Okay, das dauert noch ein bisschen, aber... Der Outpost ist nicht gebaut. And turn. You have built a first outpost, adding another territory to your empire. I know, you're hoping this is the beginning of something very, very big. Okay. Let's go. Hier werde ich mal hier so in diesem Bereich aufhalten. Films. The films, food industry, money and science are the four key resources that an empire will exploit. Ja, genau. Main Plaza. The tile on which a city is created is called its main plaza, and what? It's called its main plaza. The days of your early outposts are long gone, and have now given place for architectural magnificence. A main plaza exploits and produces multiple resources, simultaneously food, industry, money, science, and influence. The main plaza also serves as the original spawn point of your military units, and is the tile from which all future urban developments will stem. Film's output review. Now is the ideal time to learn about previewing the film's the film's resource output of tiles. You can toggle tile output preview at any time by selecting the tile output button at the bottom right of the screen, near the end terminal. Take some time to observe how terrain affects resource production. Rivers, for instance, are more bountiful than prairies. It's okay to make mistakes. Don't hesitate to relocate an outpost.
if you think there is a better tile for it. The perfect outpost holds a strategic position protected by nature and terrain and produces a good amount of food and industry. Ah, da kann ich den Outpost recollect. Das will ich aber nicht. Oh Gott, das kostet mich 160 Influence, um das zu einer Stadt zu machen. Okay. Da hinten wäre halt schon geil, weil da unten ist halt sehr viel Industrie und Industrie ist gut. Aber hier unten wäre halt Science. Science ist auch wichtig. Erstmal hier zurückgehen. Erkunde mal weiter so die Küste. Calendar researched. Now that they are living in permanent settlements, villagers want to track. Ja. Ja, jetzt haben wir Kalender. Und jetzt machen wir Irrigation. Ja. Freue mich. 18 Turns. Bold deed accomplished. You achieve the following deed. Be the first to discover Lake Hillier. Wait, wo ist Lake Hillier? Da oben. Lake Hillier. A sight more likely found in the unreality of dreamtime. Then in walking hours, the lake is a place of spiritual rejuvenation. Ich bin der Erste, der ihn entdeckt hat. Kann ich mal bitte... Okay. Certain details. Base movement cost infinity. Can go through this tile. I cannot go through this tile. Cannot stop in this tile. Effects plus 2 food, plus 1 vision range. A sight more likely found in the unreality of dreamtime than in walking hours. The lake is a place of spiritual rejuvenation, first discovered by Babylonians. Oh yeah. Kann ich euch da mal näher hinschicken? Nächste Runde ist. Da vorne sind noch Pferde. Finde ich auch gut. Bringt mir jetzt gerade nur noch nichts wegen, weil ich noch keinen. Ja, wisst schon. Ihr geht einfach mal hier ein bisschen spazieren, weil ich kann mit euch nichts anfangen, solange ihr halb tot seid. Und ihr nutzt einfach mal hier die Regeneration. Mit euch bin ich schon gegangen. Ansonsten sollte eigentlich... Ne, ist keine mehr. One Idle Army? Wo? Das muss ja dann die da unten sein. Ich will mehr so Wunder entdecken, weil die bringen mir Fame und Fame ist gut. Ich glaube, das Fame war falsch. Ne, Fame ist richtig, lol. Sogar Erster. Krass. Okay, wir werden Turn enden. Come over here. Kann ich dann gleich weiterschicken. Over this way. Muss das gar kein Tier umbringen. Noch 4 Turns. Dann, ist das da hinten fertig? Keine Berge klimmen. Nein. One of the units is gained over torrent sea level. Units acquire experience by fighting other units.
Once a unit gathers enough experience, it will gain a veterancy level, increasing its combat strength. Note that a unit keeps its veterancy level when you upgrade. Over this way. Okay. Oh, das ist ein Mammut. Digga, Bruder, du bist nichts, mit dem ich mich anlegen will. Also, Come over here. lass mich mal gehen. Okay. Follow me. Hör mal einen See genauer an. Digga, ein See. Mich interessiert es, was es noch so für Wunder gibt. Digga, ich will alles dran setzen, dass ich diesen See für mich beanspruche. Pinkes See, der muss mir gehören. Okay. Das da oben haben wir noch nicht gesehen. Follow me. Okay, somit haben wir das dann da auch full erforscht. Und ja. Das gehört alles mir. In einem Turn gehört das auch richtig zu mir. Das gefällt mir. Gibt anscheinend keine Idols mehr. Culture chosen. The nomadic tribe reached the ancient era with the Hittites. Gut, dann All Citizen Outpost Panel. Select the All Citizen Outpost panel to get an overview of drumroll on your cities and outposts. Great Grotti City und wo ist Buna? Ich werde mich weigern, diese Stadt zu nennen. Buna. Kann ich aber erst umbenennen, wenn ich so eine Stadt gemacht habe. Und das kostet 160 Influence und das wird so schnell nicht passieren. Ihr könnt weiter in die Richtung runtergehen. Also irgendwie, ich habe hier hinten alles erforscht bei mir. Das macht es ein bisschen schwieriger. Hier unten fehlt mir halt noch was, aber da traue ich mich nicht hin wegen den Kollegen. That won't work. Ja, die gehen auch irgendwas behinderten Weg, den man gehen kann. Fische oder so wahrscheinlich. Okay. Ich bin noch nicht gegangen. Jetzt sollen wir wieder nach da unten gehen. Scheiß auf das Mammut. Ihr müsst es ja nicht angreifen. Sieht immer gut aus. Das Einzige, was mich ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass ich hier jetzt bei Buna niemanden stehen habe. Und Buna das letzte Mal ja schon hart angegriffen wurde. Deswegen werde ich die in den nächsten Runden wieder nach da hinten nach Buna verschieben. Die ansonsten da sterben werden. Ich habe noch 2 an. Come over here. Tarikania discovered. You discovered the breathtaking Bitarkanika Forest. Cool. Gibt man das auf? Warum gibt man das kein Fame? Das will ich schätzen. Wenn ich nicht das erste discovered habe? Kann das? Geh noch ein Idle Army.
Ach, die da oben. Off we go. Ja, die kriegen die Aufgabe, dass sie die Hauptstadt irgendwie schützen oder bei der Hauptstadt chillen. Deswegen können wir jetzt ein Turnier. Gut. Nichts passiert. I'm on it. Come over here. Wow. Als 5 Klicke gebraucht, damit ich den in die Hauptstadt schicken kann. Und nachdem ich dann dachte, ey, es geht nicht, habe ich ihn woanders hingeschickt und dann ging er. Ihr habt's aber gesehen, alle. Yeah. So. Sieht schon alles sehr erforscht aus. Geht nur nach da. Das sieht aus, als wäre Wasser. LOL, das ist ein riesiger LOL, das ist mit dem Forest gemeint. Cool. Das ist zum... So. Das eine Feld wird noch erforscht. Mache ich gleich. Wenn ich hier was außerhalb von HUMANKIND geredet habe. So, jetzt wird's gehen. Perfekt. Sorry. Bin ich wieder? Over this way. Es fasziniert mich, dass ich hier noch richtig viel nicht entdecken konnte. Ich gehe wahrscheinlich da unten rum. Ich bin in die falsche Richtung zum Forschen gegangen. Aber ich kann den Turn schon beenden. Was? Unsere Stadt hat 2 Member erreicht. Off we go. Bewegt dich dann mal zurück nach Buna. Nachdem wir da hinten nicht mehr wirklich was zu erforschen haben, könnt ihr euch noch das hier gönnen. Over this way. Curiosity Animal Remains. Okay, interessant. So ein bisschen Forschung. Let's go. Ich kann eigentlich auch mal wieder Richtung nach oben gehen. Weil hier hinten gibt es ja nichts mehr zu erforschen. Das ist nicht optimal. Wo ist der? Könnte halt da unten auch noch weitergehen. Ja, das geht noch so ein bisschen weiter. Okay, interessant. A first visible mark of this new culture. I hope the style is pleasing,
because it will be around for as long as the city lasts. Buna's population has gained 1. Das ist ja schön. Das ist wirklich schön. Off we go. Natürlich eins vom Erforschen. Okay. Oh, au. Follow me. Over this way. Mit dem kann ich schon mal Richtung unten gehen mit der Truppe. Oh, wir haben sogar schon das erste Teil erforscht. Das ist halt ein perfektes Gebiet dafür. Zum einen für eine Brücke oder so darüber. Zum anderen für halt einen Hafen. Weil da drin kannst du halt nicht so große, Angriffsfläche. Je nachdem, wie weit es, also wie es nach hinten weitergeht. Das können wir ja noch nicht beurteilen. Urgent of phrase requirement of your attention. Oh, Empire Foundation. By what right do we rule? First civic unlocked. The first civic has been unlocked. Civics can be seen as the collection of customs, traditions, and laws that allow you to personalize your empire. By creating a unique society, the game context triggers the emergence of a civic, as each one has specific conditions for periods. Oh Gott. Civics. Okay, +5 influence on main plaza, +3 faith on territory. Funny. By what right do we rule? Natural right. We claim inherent dominion over the land and beasts. Our supremacy is ordained, for we are the chosen ones. Sind wir die Auserwählten oder wir haben es halt einfach geschafft? Wir haben es geschafft, so weit zu kommen. Next natural right. Why was this even a question? Let's keep it simple. We've been here. It's our place. Genau. Civics effects. When voting a civic, you can choose either option, but each path might affect the empire in numerous areas: diplomacy, religion, economic, military, etc. Civics can even unlock new game mechanics. In addition to these effects, all civics affect the ideology of an empire and the resulting bonuses. Time to vote. You can vote for your first civic, now provided you have enough influence. Otherwise, come back later. Wir haben genug. What style of laws does the empire have? Use customary laws. Historically, precedent and tradition serve as the basis for our judgments. Codified laws. Laws will be debated, classified, and codified for perpetuity. -20 on attach outpost cost, -20 on absorb city costs, -50 on create outpost costs. Hier wieder zurück.
So gehen wir da noch weiter nach vorne. Ah, das ist schwierig. Schwierige Frage wieder mal. Ich würde allerdings wirklich links nehmen. Enact Customary Laws. Ich hoffe, dass ich dann nochmal einen Outpost machen kann. Demnächst. Und deswegen will ich das machen. That seems to leave a lot of interpretation of right and wrong, not to mention yours and mine. Gut. Come over here. Was ist das? Okay. Okay, was ist jetzt so los? Come, let us discuss our dreams. I think you might find this interesting. Neither interesting nor desirable. Okay. Die machen mir ein bisschen Angst. I'm not surprised. Oh. Egal. Egal. Ich würde sagen, das war's für den heutigen Stream. Ich habe hier ein bisschen reingefunden. Babylon. Und hoffe, euch hat's auch gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Ich werde definitiv öfter mal definitiv demnächst wieder streamen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns mal anders wieder. Ich hoffe, schaut auch mal bei unseren Videos vorbei. IceTeaTV auf YouTube. Und